Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen heute in den April, in die Energien vom April. Was bringt er mit? Was für Themen sind fürs Kollektiv verfügbar? Und ich bin gespannt. Die Zeit rennt auch schon wieder so, ne? Für den einen oder anderen sieht man irgendwie ein bisschen ein Ungleichgewicht. Hier kann sich ein berufliches Konstrukt umändern, berufliche Situationen, andere Wege. An sich liegt die Berufskarte im Haus des Glehs. Das können jetzt kleinere Dinge sein, Sachen, wo man sich minimiert oder wo man einfach guckt, wo ist mir der Weg zu weit, wo muss ich Tempo rausnehmen. Es können hier auch so Sachen sein, die im Bereich der Kommunikation blockiert sind. Möglicherweise ist es auch eine Aufforderung, alles zu blockieren, was einem unnötig aus dem Gleichgewicht bringt. Wir haben das Thema Liebe, Freundschaft, Freunde. Wir haben vielleicht viel mit Freunden zu tun, die sich mit uns austauschen wollen. Möglicherweise sind Kinder wichtig oder das Umfeld an sich nimmt einen großen Platz ein. Hier ist es einfach so, dass man versucht, die Dinge, die einem selber wichtig sind, auch durchzusetzen. Ne? Sich nicht mitnehmen lassen aus dem Gleichgewicht von anderen, ihren Sorgen. Nichtsdestotrotz habe ich, dass da, wo wir im Nebel gestanden sind oder wo wir nicht weitergesehen haben, die Sonne aufgeht. Ich habe Harmonie einziehen in Themen, die familiär sehr verstrickt waren. Und ich habe überall da, wo kein Erfolg war, eine Transformation. Es geht noch ein bisschen mit Hindernissen einher. Aber da ist auch so eine Aufforderung, wieder Frieden zu schließen mit irgendetwas. Aus dem, was vielleicht nicht klappt, wird hier ein Erfolg. Jetzt wird es ein bisschen spezieller. Es kann jetzt hier auch sein, dass das Gegenüber Prozesse durchmacht, wo man Transformationsenergie an dem Thema Arbeit dran ist. Ne? Entweder geht hier jemand in Rente oder er versucht andere Wege zu gehen oder auch Sachen, die mit dem Thema Geld zu tun haben, Konflikte mit dem Thema Geld, kann jetzt mit den Ämtern oder Behörden der Vitalität zu tun haben, aber hier passt jemand sein berufliches Konstrukt und sein finanzielles Konstrukt an. Das ist schon hier mit einem größeren Umbruch verbunden. Da geht man vielleicht auch in eine neue Lebensphase und es läuft nicht so richtig. Ja? Aber wenn man sich hier Durchblick verschafft, dann hat man hier tatsächlich einen schicksalshaften Neubeginn. Das kann eine ganz neue Lebensphase sein. Eine gelernte Lektion, eine Überraschung, eine überraschende Wende, die man so nicht gedacht hätte. Da gehen einem irgendwie alle Lichter an. Ne? Es kann jetzt hier auch sein, dass man sich irgendwie der Bildung hingibt oder etwas, das man eben lernen möchte. Und hier gehen auch finanziell andere Möglichkeiten auf, mit denen man jetzt so nicht gerechnet hätte. Das kann auch die Möglichkeit sein, mit der man an sich nicht rechnet. Oder Zweifel, die einfach jetzt in Wissen aufgelöst werden. Wir selber legen uns ins Haus des Turmes rein. Wir haben hier mal wieder sehr viele Gedanken an all die anderen. Für mich auch die Aufforderung, ne? Sei unabhängig, sei selbstständig. Misch dich nicht so viel in deinen in den Weg der anderen ein, sondern gucke auch auf dein Gleichgewicht. Du kannst hier nicht alles aussortieren oder jedem helfen.
Der ein oder andere ist an sich vielleicht sehr viel beschäftigt mit selbstständiger Arbeit. Wir gucken so ein bisschen auf einen Beziehungsblues. Das macht aber nichts, denn hier kriegt man nur was gespiegelt. Denn hier möchte eigentlich in der Liebe langfristig die Sonne aufgehen. Und es ist auch eine gute Energie für Stabilität, Ausgeglichenheit, bei Familienthemen, kreative Lösungen. Eine Zeit, wo man auch sich näher kommt oder wo die körperliche Ebene eben wieder eine Rolle spielt. Hier sind sehr viele Möglichkeiten, die häusliche Umgebung umzugestalten. Das Umfeld sorgt für Überraschungen. Hier sind Menschen zu sehen. Das können jetzt Berater sein oder Menschen, die irgendwie Vertrauen ins Leben zurückbringen, die mit zu einer wichtigen Erfahrung gehören. Ich sehe hier einen Ausgleich auch mit dem Thema Geld. Es können auch so Sachen sein, ne, mit Notaren oder Beratern, die mit dem Feld Häuslichkeit, Geld zu tun haben. Jedenfalls bringen die überraschend gute Erkenntnisse mit. Es kann auch jemand sein, den man in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen befragt hat, der nochmal auftaucht oder den man nochmal konsultiert. Hier sind sehr gute Nachrichten, wirklich gute Nachrichten, ich sage es euch gleich. Hier ist das Haus der Nachrichten, ne? Hier liegt der Klee drin. Es können jetzt gute Nachrichten sein in zweierlei Bereichen. Erstens bei allem, was Familienthemen angeht, zweitens, was finanzielle Sachen angeht. Hier liegt das Glück mit dabei, die Klarheit, ein Konflikt, den man durchboxt, vielleicht auch hilfreiche Personen, die schnelle Wenden auch mitbringen oder die eben Sachen ermöglichen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Hier ist das Haus des Kindes, hier liegt das Kreuz drin, ist das Haus des Kreuzes, hier liegt das Kind drin. Das ist eine Energie, die dreht sich für alle um, für alle Beteiligten. Die bringt Veränderung mit an vielen Bereichen, am häuslichen Umfeld, an den Familienthemen, an der beruflichen Situation und an Wunden auf dem emotionalen Bereich. Es kann jetzt auch sein, dass sich finanzielle Dinge für euer Umfeld auch klären oder dass ihr Menschen mit auf den Weg kriegt, die genau, ja, wie sage ich's, die Ideen haben, die Möglichkeiten haben, die einfach Glück mitbringen. Es kann sein, dass es im beruflichen Bereich ein bisschen stressig wird, dass ein Neubeginn oder eine Situation sich holprig zeigt. Aber ich habe wirklich die guten Leute mit an Bord, die Ideen haben, die Wissen haben, das man umsetzen kann. Hier sind Wege, die will das Leben so. Da ist das Schicksal mit dabei, da ist das, was wir nicht wissen, was wir nicht lenken. Situationen im Außen, die wir dann verbindlich klären. Der ein oder andere kriegt vielleicht auch Nachrichten aus dem Ausland oder von weiter her oder von Personen, die weiter her sind, die dann irgendwie Veränderung an vielem mitbringt, wo wir vorher aus dem Gleichgewicht waren, würde ich mal sagen. Es kann auch eine ausgleichende Gerechtigkeit sein, ein glücklicher Zufall. Wenn ich hier gucke, ne, die Sonne korrespondiert ja auch mit den Nachrichten und mit dem Klee in den Spiegelungen löst sie etwas auf, wo man nicht weitergekommen ist.
Es ist hier so wie Kurskorrektur oder neue Wege. Wenn ich so an das Sprichwort denke, alle Wege führen nach Rom, dann haben wir hier einen, den wir noch nicht nach Rom gefahren sind, der aber ertragreich ist. Die Motte, es geht um Gebundenheiten. Hier ist irgendetwas, was wir erlösen, das uns vielleicht auch daran hindert, im Takt zu bleiben oder im Gleichgewicht zu bleiben. Eine Zeit, wo wir die Fesseln ablegen, wo Verpflichtungen, die nicht mehr stimmig sind. Ne? Ich meine, wie viele Verpflichtungen gibt man denn im Alltag auch durch Aussprüche, die man selber so sagt. Ne? Beispiel, ich bin immer für dich da. Meine Arbeit ist mir so wichtig, die kann ich nie loslassen. Ich kenne das bei der Pflege von mir. Ich habe Jahre gebraucht, so einen destruktiven Bereich hinter mir zu lassen. Ja, das ist ein befreiender Monat. Altes darf gehen. Vor allem das, was eben nicht mehr dienlich ist. Man darf hingucken, wo gebe ich meine Energie rein, wo verbrauche ich sie, wo ist etwas so verstrickt oder wo sind so viele Ahnenthemen, die unerlöst sind, wo ist man noch wütend oder traurig. Wenn man das nicht so genau weiß, kann man mal innehalten und gucken, was einem immer wieder in den Sinn kommt. Das ist hier, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, alle anderen sind wichtiger als ich. Die Motte zeigt hier auch an, dass ein Weg frei wird und dass man hier eine große Erkenntnis, eine große Lebenslektion versteht und damit eben auch erlöst und für die Zukunft angenehmer gestaltet, würde ich es jetzt mal nennen. Der Wassergeist, wir können Träume manifestieren, also eine gute Zeit, wo wir loslegen dürfen, das, was wir uns für unser Leben vorstellen, auch umzusetzen. Auf der Karte ist ja das Wasser drauf, ja? Und das Wasser bewegt sich in Kreisläufen. Im Prinzip ist es so, dass wir das, liegt hier auch schön in der Mitte, nicht stören sollen, was das Leben für uns vorbereitet hat, also so diesen normalen Flow des Lebens. Und es ist gut, wenn man hier alle Emotionen frei entfalten lässt und ein gutes Timing hat für die Dinge. Nehmen wir noch ein Vögelchen, dann würde ich sagen, lassen wir es so stehen. Gehört hier nicht rein. Wir haben den Buchwink. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Wertschätzung, Optimismus und Einfachheit. Schrecke nicht davor zurück, auszudrücken, was dein Herz sagen will. Das Leben ist eine Reise und du solltest alle Meilensteine auf deinem Weg genießen, anstatt dich nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Ist manchmal nicht so einfach, ne? Aber wir können es uns mit den Ratschlägen der Karten auch viel einfacher machen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.